Hallo liebe Zuschauer, ja, bei mir sind 10 Jahre fast um und mein Reisepass, den ich damals in Deutschland beantragt habe, läuft demnächst aus. Und wir wissen ja, für Anträge zu stellen hier in Thailand muss der Pass mindestens ein halbes Jahr noch gültig sein. Und daher, wo ich ja jetzt gerade in Rayong bin, also nicht so weit weg von Bangkok, habe ich mich entschlossen, in Bangkok meinen Reisepass zu beantragen. Da sind einige Sachen zu beachten, aber ich zeige euch alles Schritt für Schritt. Das erste, was ihr machen müsst, ihr müsst hier auf die Seite der Deutschen Botschaft kommen im Internet und da könnt ihr runterscrollen und da könnt ihr jetzt gleich mal mitgucken, wie das funktioniert. Da stellt sich also hier der Botschafter auch vor und hier ganz unten, da steht Pass und Passausweis. Da klickt er einfach drauf, da bekommt er sehr viele Informationen dazu zum Reisepass und hier kommen jetzt Reisepassanträge für Erwachsene und verheiratete Minderjährige. Da klickt er einfach drauf und dann kommt allgemeine Hinweise, das solltet ihr euch durchlesen, Passgebühren, Abholung des Passes, vorzulegende Dokumente. Und da gehe ich jetzt gleich mal drauf ein. Und ich klicke auf allgemeine Hinweise. Ja, die allgemeinen Hinweise, die solltet ihr euch schon durchlesen, die sind sehr interessant. Aber was ja wichtig war für mich, ist vorzulegende Unterlagen. So, vollständig ausgefüllte Antragsformular ohne Kopie, Antrag für Reisepass und Erwachsene. Und bisherigen Reisepass muss man vorlegen, Geburtsurkunde, Auszug vom Familienbuch oder deutsche Heiratsurkunde. Ja, zu dem Punkt habe ich also viele Zuschriften bekommen. Die einen sagten, ohne beglaubigte Unterlagen brauchst du gar nicht hinzugehen. Die anderen haben einfach gesagt, haben geschrieben, kein Problem, ich habe sie trotzdem gekriegt. Das war für mich natürlich ein heikler Punkt, weil ich nur Kopien habe, die von Deutschland damals digital mitgenommen habe. Ich hatte die damals alle eingescannt. Und Abmeldebescheinigung aus Deutschland wenn vorhanden. Und ein Passbild neueren Datums natürlich. Und hier unten drunter könnt ihr dann noch so ein paar andere Dinge sehen. So, dann gehen wir mal zu diesem Formular. So, hier tragt ihr also all eure Daten ein, das ist relativ einfach und unkompliziert und das speichert ihr ab und druckt das aus. Das ist schon mal das erste wichtige Dokument, was ihr mitnehmen müsst. So, wenn ihr das gemacht habt, wir gehen hier wieder zurück. Und nicht das Unterschreiben vergessen bei dem Dokument. Müsst ihr einen Termin ausmachen. Die Bearbeitungsdauer ist ca. 3 Wochen per Express. Da gehe ich am Ende meines Filmes nochmal drauf ein, was ich da gemacht habe. Und hier nochmal die Passgebühren sind hier nochmal zu sehen. 81 € für den normalen. Und dann gibt es ja noch Reisepässe mit viel mehr Blättern drin. Wenn man also hin und her irgendwie tingelt und man macht das Ding voll, dann ist es vielleicht schon ratsam, also einen mit mehr Seiten, mit 48 Seiten zu nehmen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über Honorarkonsule das zu beantragen. Da habe ich aber gehört, da muss man aber auch dahin, wie in Phuket zum Beispiel, weil man Fingerabdrücke hinterlassen muss. Da muss man also beide Finger auf ein Gerät auflegen und dann werden die Fingerabdrücke gescannt. Und dafür wollen die immer, dass man dann zu den Büros hinkommt. Dann gibt es noch Übertrag der thailändischen Visum. Mir wurde hier suggeriert, und ich kann das auch so verstehen, dass man einen Zusatz Schreiben bekommt. Ich meine, 35 € hat das zusätzlich gekostet für die Immigration.
dass man einen neuen Pass hat, weil man ja bei der Immigration mit der Passnummer registriert ist. Und die müssen das dann umschreiben. Und dann ist ganz, ganz wichtig, dass die Immigration den Einreisestempel wieder in diesen neuen Pass reinbringt, nämlich ohne dem kommt er nicht aus Thailand raus. Das ist also super wichtig. Aber die gute Frau da in der Botschaft, die kam schon auf mich zu und fragte, ob ich das haben möchte. Ja, ich möchte das haben, habe ich zu ihr gesagt, weil ich auch festgestellt habe, dass man bei der Bank, hat man ja auch mal einen Pass hinterlegt, da haben die ja Kopien von gemacht und manchmal muss man auch die Passnummer angeben, um gewisse Dinge machen zu können. So, jetzt hast du einen neuen Pass, gibst deine Nummer ein, dann sagen die, Badge ist nicht. Also ihr müsst dann anschließend nicht nur zur Immigration, ihr müsst auch zu eurer Bank gehen und da auch zeigen, hallo, ich habe einen neuen Pass, den alten bekommt ihr ja, der wird ja entwertet und dann übernehmen die neuen Passdaten. Ganz, ganz wichtig. So, und wo war der? Terminbuchung. Dann geht er auf die Terminbuchung. So, und dann kann man über Terminbuchung über Reisepässe. Wenn er da so ein Gehäschele hört, das ist mein Hund. Geh mal. Jetzt hat er die Kamera mitgenommen. Ist okay. Stopp. Da könnt ihr einen Termin machen. Ohne Termin geht gar nichts. Man hat etwa 20 Minuten Zeit in der deutschen Botschaft. Aber die nehmen es nicht so genau. Wenn ihr also eher da seid, eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde könnt ihr vorher schon reingelassen werden. Ihr müsst aber die Einladung vorzeigen oder den Termin. Ohne dem geht gar nichts. Das müsst ihr also ausdrucken. Ganz wichtig. Ich komme jetzt gerade nicht auf dieses Formular. Wo haben wir das? Terminvergabe des deutsche Pässe. Den Termin vereinbaren. Da wird also ein Vorschlag gemacht, wann ihr kommen könnt. Und den müsst ihr eben halt akzeptieren, eine halbe Stunde vorher da sein. So, bei dem Reisepass die Abholung ist, ich glaube, donnerstags und freitags. Ich schaue mal eben. Ich schaue mal, wie das bei mir ist. Die Abholung von Reisepässen ist dienstags von 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr möglich. Für die Abholung benötigen Sie keinen Termin und den muss man persönlich abholen oder eine Vollmacht ausstellen. Die kann man hier auch aus dem Internet runterziehen. Ganz, ganz wichtig. So, ich habe alles ausgefüllt, alles ausgedruckt, Passbild schon dabei gehabt, was ich vergessen hatte, eine Kopie vom alten Pass, der muss unterschrieben werden. Ja, und dann bin ich zur Deutschen Botschaft gegangen. Ja, bei der Deutschen Botschaft, das ist ein Hochsicherheitstrakt, will ich mal so sagen, also überall Panzerglas, die sind aber sehr freundlich, muss ich sagen, und korrekt. Die Handys werden einem abgenommen, die müssen ausgeschaltet sein. Dann bekommt er auch eine Nummer, wo die Handys wieder zu finden sind. Die gibt man dann ab, dann bekommt man ja wieder das Handy. Aber fotografieren und filmen ist absolut verboten. Geht wahrscheinlich darum, dass man die Sicherheitseinrichtungen nicht filmt und dadurch vielleicht jemand animiert wird, irgendwann was Böses zu tun. Wenn man da reinkommt, da hat man die Möglichkeit, Passbilder noch zu machen. Und ich rate dazu, doch die Passbilder zu machen, weil die wirklich korrekt sind. Die Passbilder, die man also hier in Thailand bekommt, die sind nicht nach Standard, europäischen Standard, kann man also vergessen. Und wie gesagt, ich hatte in dem Fall, da wurde ich schon wieder zurückgewiesen, vergessen, eine Kopie von der ersten Seite zu machen, eine Innenseite von meinem Reisepass. Das war es dann eigentlich. So, dann lasst euch mal überraschen, wie es in Bangkok gewesen ist. Und
Wir sehen uns am Ende vom Video. Ja, ich stehe jetzt hier vor der deutschen Botschaft. Ich habe meine Papiere dabei. Es geht ja darum, dass ich den neuen Reisepass beantrage. Das Problem ist, meine Zuschauer, die sagten, der eine sagte, es müssen Originale vorgelegt werden, Geburtsurkunde und Meldebescheinigung. Die anderen sagen, ist nicht. Ich muss sagen, ich habe so ein Gefühl wie beim Zahnarzt. Man will ja wieder seinen Pass haben. Es ist sehr laut hier. Ich halte mal die Hand davor. Dann gehen wir jetzt mal rein und gucken. Ja, ich habe es jetzt hinter mir. Ich muss sagen, ich war super aufgeregt. Sie hat sich meine Unterlagen angeguckt. Natürlich ist sie darüber gestolpert, dass ich nur Kopien dabei habe. Das hat sie dann so runtergeschluckt und hat dann in deren Internet nachgeguckt und haben dann schon gesehen, dass aus welchem Ort ich komme. Die haben also genügend Unterlagen und dann hat sie das gesagt, der Antrag wird so abgenommen. Aber das Passbild ist nicht akzeptiert worden, was ich hier machen ließ. Also braucht er keine Angst zu haben. Wenn er nach hier kommt zur deutschen Botschaft, da ist auch eine Passstelle für Passfotos und auch brauchte sie eine Kopie von der ersten Seite des Reisepasses. Ja, was war sonst noch? Ich muss sagen, sie waren super nett. Die Frau, da war eine Thailänderin, die sprach auch ein gutes Deutsch, da brauchte auch keine Angst zu haben. Normalerweise ist die Abholzeit bis zu 6 Wochen. Das konnte ich natürlich so nicht, was heißt akzeptieren. Boah, ist das laut hier. Mit einem Sonderpreis, ich glaube von 35 € war das, konnte ich eben halt, oder kann ich den Pass jetzt in 3 Wochen abholen. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe und dass es abgenommen hat. Und habe hier meine Abholbescheinigung. Und per E-Mail werde ich dann informiert, wenn der Pass fertig ist. Hier steht auch die Uhrzeit drin. Da braucht man also keinen Termin mehr. Das war's und ich hoffe, dass ich jetzt, und da gehe ich ganz sicher von aus, dass ich in 3 Wochen meinen neuen Reisepass habe. Die andere Sache war ja, dass die Bearbeiterin bei der deutschen Botschaft versucht hat, bei der Stadtverwaltung, wo ich damals geboren wurde, diese Geburtsurkunde zu bekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt alles zusammenhängt. Also Folgendes ist: Die Stadtverwaltung hat sich nicht darauf gemeldet bei Bangkok, bei der Botschaft. Daraufhin hat sich die Sachbearbeiterin hier in der Botschaft sich bei mir gemeldet und hat gesagt, gucken Sie mal, Herr Kittel, können Sie das vielleicht noch ein bisschen beschleunigen? Die melden sich nicht. Daraufhin habe ich die Stadtverwaltung angeschrieben in Deutschland. Die hat, weil ich einen Notruf abgelassen habe, also das muss ich sagen, das ging ruckzuck, da war die Stadtverwaltung Würseln, kann ich also jetzt auch sagen. Die hat dann alles soweit in Bewegung gesetzt. Die wollten aber 10 € Bearbeitungsgebühr haben. So. Und das ist dann bezahlt worden in Deutschland. Daraufhin hat meine Tochter eine beglaubigte Geburtsurkunde bekommen, die sie zu mir schickt mit DHL, aber auf dem normalen Weg 2 Wochen. Und die Sachbearbeiterin hat mir versichert, dass sie auch gleichzeitig das jetzt zur deutschen Botschaft nach Bangkok schickt. Jetzt weiß ich nicht, ob das kostenlos ist immer, wenn die hier in der Botschaft das anfordern, oder muss man wirklich die 10 € in Deutschland bezahlen, dass die Stadtverwaltungen aktiv werden und das auch zur Botschaft schicken. Also ich würde in jedem Fall jeden raten, der also jetzt kein Original hat oder eine beglaubigte Geburtsurkunde hat, und die braucht man, ansonsten läuft gar nichts, das so zu machen, dass man eben halt hier die Kopie abgibt, wie ich es auch gemacht habe, trotz alledem sich mit der Stadtverwaltung das in Verbindung setzt, da die Bearbeitungsgebühr bezahlt und sich dann die beglaubigte Geburtsurkunde zuschicken lässt. Kann ja auch hier nach Thailand sein, dann hat man in 10 Jahren, brauche ich ja wieder einen Pass, dann hat man wenigstens die Unterlagen komplett.
Ja, wie gesagt, ich hatte gestern angerufen zur Botschaft, da bin ich dann vermittelt worden mit der Passabteilung. Da war eine super nette Deutsche, anscheinend, die sprach so gut Deutsch. Die hat dann meinen Fall dann aufgerufen und gesagt, Herr Kittel, die brauchen sich keine Sorgen zu machen, Sie brauchen auch kein Stammbuch mitzubringen. Die Stadtverwaltung hat nach 1,5 Wochen reagiert in Deutschland und hat uns die Unterlagen zukommen lassen. Und daraufhin haben wir schon den Pass in Auftrag gegeben. Und Sie werden sorry, das war die Wasserpumpe. Und Sie werden in den nächsten Tagen benachrichtigt per E-Mail und dann können Sie den abholen. Das ist dienstags und Donnerstag. Dienstags ist es ganz früh, so um 8 Uhr, 9 Uhr kann man den abholen. Da braucht man keine Terminabsprache mit denen. Und am Donnerstag ist das um 1:30. Ab 1:30, glaube ich, das ist ein Fenster für jeweils 1 Stunde. Dann kann man den Pass dann abholen, dann wird der alte entwertet. Und wenn man dann wieder zurückkommt, in meinem Fall ist das ja Samui, und da muss man dann zu der Immigration hin. Und dann werden dann vor allen Dingen der Eingangsstempel, dass man nach Thailand reingekommen ist, das habe ich ja schon mal im Film gesagt, ist ganz wichtig. Das kommt dann in den Pass rein und in dem Fall auch das Visum. So, damit ist das Kapitel abgeschlossen worden. So, das war's. So bekommt man einen Reisepass in Thailand. Tschüss.